Dann haben wir hier Pokale und Trophäen, alle möglichen. Das heißt, auch diese kleinen Minifiguren habe ich hier mal als Trophäe quasi drinnen. Könnte man natürlich auch als was anderes verwenden. Wir haben hier die Stöckchen, also die Zauberstäbe. Wir haben sehr viele Spritzen auch hier. Wir haben Knochen, Telefone, Fotoapparate, Telefonhörer, alles was hier irgendwie reinpasst. Dann haben wir hier Teller, Kochtöpfe, Pfannen, Schalen, Essstäbchen, alles was irgendwie zum Thema Kochen passt. Hier haben wir die Trinkbecher, auch in allen möglichen Variationen. Wir haben auch die To-Go-Becher, zum Beispiel hier eine Flasche und so weiter und so fort. Also alles, was zum Thema Trinken irgendwie passt, auch Babyfläschchen, genau. Hier eher die Fleischvarianten, auch mit den Eiern, weil ich mir gedacht habe, zum Grillen passen natürlich die Eier auch dazu. Ja, genau, und ein Hotdog ist auch hier herinnen. Dann haben wir hier eher die Gebäcksrichtung, das heißt, hier ist eher dieses Cupcake-Topping-Zeugs und hier Donuts, Kekse und sonstiges, also unten drunter. Das ist ziemlich gut durchgemischt, leider sehr voll, das heißt auch sehr schwer, dass man zu allen Varianten kommt, aber gut, da muss man sich dann immer ein bisschen Zeit nehmen. Hier sind Eise drinnen in allen möglichen Varianten. Ich habe auch diese Teile als Eis verbaut in der Stadt, weil ich mir denke, das geht eigentlich auch recht gut. Aber natürlich sind auch die quasi traditionellen Eise hier drinnen. Genau. Könnte man natürlich auch zum Beispiel Weintrauben draus machen aus diesen Teilen. Hatten wir auch schon. Apropos Weintrauben, wir sind jetzt hier beim Gemüse und da haben wir Bananen, alles Mögliche. Hier ist eher Gebäck zu finden, denn Honig, ja, habe ich mir gedacht, das passt vielleicht eher halt da rein. Es ist auch Pizza hier drinnen, auf jeden Fall die gebackene Pizza. Ihr seht, ich weiß nicht, ob das für euch Sinn macht, aber für mich macht das irgendwie schon Sinn. Ich hoffe, für euch auch. Dann haben wir hier ein Krimskrams ein bisschen mit allen möglichen Teilen, wo ich nicht wusste, wo ich die sonst hingeben soll. Also da sind ja, Krönchen drinnen, alle möglichen Dekosachen, die man auf die Haare draufstecken kann, aber auch Sachen, die man in die Hand nehmen kann, wie zum Beispiel den rosa Schirm hier oder auch die zum Malen, diese Palette, genau. Also alles Mögliche, eher Krimskrams-mäßig, aber gut. Solange man die Teile findet, glaube ich, ist das auch ganz okay. Das ist natürlich auch ein Tipp von mir an euch. Bitte räumt das natürlich so ein, wie es für euch passt. Wenn nicht, dass ihr es so macht wie jemand anderer und dann findet ihr halt auch nichts mehr. Das ist dann auch nicht, glaube ich, der Sinn der Sache. Hier hinten haben wir Peitschen bzw. Ja, Angeln, je nachdem, für was man es verwenden möchte. Dann haben wir hier Paddel und daneben, das ist jetzt hier rübergefallen, egal, haben wir die Sauerstoffflaschen in allen möglichen Varianten. Brauche ich hier weniger, deswegen sind die auch da ganz hinten. Dann haben wir Handschellen, wir haben diese Brillen, die man aufstecken kann auf die Helme. Genau. Daneben solche Rettungsreifen bzw. Rettungswesten, alles Mögliche hier drinnen. Und hier vorne, das ist ein bisschen interessanter, finde ich, haben wir Gießkannen, wir haben Eimer, wir haben nur die zum Beispiel die Henkel von den Eimern auch hier drinnen, weil manchmal sucht man nur einen Henkel. Wir haben hier Scheren, das heißt irgendwie so ein Gartenbereich hier. Dann hier daneben haben wir Sachen, die man sich umhängen kann. Deswegen ist ja auch zum Beispiel ein Bart drinnen. Ja? Oder auch diese Medaille oder sonstiges. Das heißt Sachen, die man eher sich umhängen kann. Manche Sachen, die man sich auch auf den Kopf stecken kann, beziehungsweise auf eine Kappe stecken kann. Wie zum Beispiel dieser Propeller hier. Ja, braucht man auch eher selten, aber wenn man es braucht, ist gut zu finden. Dann haben wir hier diese Walkie-Talkies in allen möglichen Varianten. Hier haben wir ja, Gerätschaften, die eher größer sind, wie zum Beispiel diese Heugabel, Schaufeln, Besen und so weiter und so fort. Im Gegensatz zu den kleineren Gerätschaften, wie zum Beispiel einem Hammer oder dieser Motorsäge oder sonstigen Zeugs, genau. Was man halt auch brauchen kann, aber eher. Vielleicht jetzt nicht ganz so oft, auf jeden Fall nicht ich.
Hier sind wir in der Musikabteilung und irgendwie, weil die Elsa für mich so musikmäßig ist, habe ich auch ihre Sterne hier reingegeben. Wir haben hier alle möglichen Gitarren, wir haben die Beatboxen, wir haben Mikrofone und sonstiges hier drinnen. Daneben die Teddybärenabteilung. Alle möglichen Varianten von Teddybären, Panda-Bären, Teddybären, was auch immer. Dann haben wir hier vorne die Briefe. Wir haben auch ein paar Bücher hier drinnen, aber vor allem Briefe. Wir haben hier auch ein Tablet zum Beispiel. Das hätte ich sonst nicht gewusst, wo ich das hingeben soll. Und ihr seht, wir haben auch ein paar von den goldenen Ringen hier wieder drinnen. Einfach weil es, keine Ahnung, für mich Sinn macht. Zum Beispiel, wenn man einen Liebesbrief schreiben würde, dass man auch einen Ring dazu gibt. Und auch hier wieder, dann findet man vielleicht den goldenen Ring nicht, wenn man nicht weiß, dass der drüben ist. Deswegen ist er auch hier drin. Und wir haben hier nochmal explizit Bärte. Das heißt, hier hinten haben wir schon einen Bart drinnen. Ja, den könnten wir eigentlich auch rübergeben. Aber ja, dann machen wir das. Also das sind auf jeden Fall explizit Bärte, die wir hier drinnen haben in allen möglichen Varianten. Dann haben wir hier hinten keinen mehr drinnen. Ja, das sieht man dann wohl auf den ersten Blick. Was wir hier auch noch drinnen haben, ist noch so ein Achterbahnteil, aber ich glaube, das ist irgendwie kaputt. Und wir haben auch hier noch 2, 3 solche Bälle drinnen, solche roten, die wir auch manchmal als Wasserball zum Beispiel verwendet haben. Ja, weil man die sonst, also die fliegen halt hier ein bisschen herum, aber es stört eigentlich nicht so. Dann kommen wir hier weiter zur nächsten Schublade und ihr seht, die ist schon kaum mehr beschriftet. Also mit der Beschriftung hänge ich ein bisschen hinten nach. Ist aber jetzt nicht so schlimm, denn wir finden trotzdem alles, glaube ich. Wir haben hier hinten ein Sackerl mit lauter diesen, ja, Precious Stones, keine Ahnung, diesen Glitzersteinen-Zeugs, die hier hinten drinnen sind. Wir haben wir haben hier ein paar Bilderrahmen. Hier haben wir auch noch eine richtige Angel, also nicht diese Peitschenangeln, sondern eine richtige Angel. Hier auch alles Mögliche, was man zum Fischfang zum Beispiel brauchen könnte. Auch so eine Kescher oder vielleicht auch irgendwelche Tiere fangen. Keine Ahnung. Das heißt auch hier eher wieder so eine Krimskrams und nicht nur Peitschen. Dann haben wir hier Karten, falls man Karten spielen möchte. Hier sind verschiedenste Vögel, das heißt Papageien. Auch ein Friends-Vogel hier drinnen, dieser grüne. Und diese kleinen blauen und weißen Vögelchen, die es ja auch im Legoland eben letztes Jahr in der Vitrine gab. Da haben wir auch einige, die sind hier drinnen. Und hier ist ein bisschen ein Krimskrams, ja, Karotten und alles mögliche, was hier Zeugs drinnen ist. Dann kommen wir zu, ja, einer Abteilung, wo ich einfach Zeugs hineingegeben habe, wo ich mir gedacht habe, ich keine Ahnung, für was ich das brauchen könnte. Ich finde es aber cool, deswegen habe ich es nicht weggegeben, aber keine Ahnung, was ich damit mache. Dann hier wieder diese Glitzersteine, die haben wir hier hineingegeben. Hier ist alles Mögliche, was mit der See zu tun hat, nämlich Fische, Krabben, was weiß ich nicht was alles. Hier sind Zeitungen zu finden, beziehungsweise auch eine Uhr. Und hier ist ein extra Lädchen mit diesen coolen, keine Ahnung wie die heißen. Ich nehme es immer, wenn irgendeine Figur hüpft zum Beispiel oder sowas. Dann habe ich diese Teile hier verbaut. Wir haben hier auch noch eine ganze Ladung Pizzen hier. Die sind auch hier drinnen, beziehungsweise Pizzakartons, die sind separat. Und hier sind noch Frösche und Muscheln und lauter so Zeugs. Ein paar Schlangen sind auch hier drinnen. Das ist ein Dino-Schwanz. Genau, also alles Mögliche, was hier noch drinnen ist. Wir haben hier auch noch ein paar rosa Frösche drinnen. Die finde ich super süß. Und dieses Buch, das ist eigentlich nur hier drinnen, weil ich es super süß finde. Und ich glaube, wir werden das nicht verbauen in der Stadt. Aber ich finde das einfach so putzig. Und vielleicht, wenn Tim mal groß genug ist, dann bekommt er das von mir. Und während ich darauf warte, dass er wächst, lasse ich das mal hier drinnen. Dann kommen wir zur nächsten Lade, nämlich den Räubern bzw.
Feuerwehrleuten beziehungsweise Piloten und Krankenhausmenschen. Was wir hier hinten haben, ich habe keine Ahnung, das hat mir sicher Christoph mal hier reingegeben. Gut, dass ich da mal reinschaue. Das ist eben eine Lade, die ich eher weniger brauche, muss ich sagen. Ja, gut. Wir versuchen das hier herauszubekommen. Ach, das ist sicher von einem Adventkalender. Keine Ahnung, vielleicht von diesem Jahr ein Adventkalender? Wahrscheinlich. Und da sind noch einige Star Wars Figuren drinnen. Die werden wir jetzt hoffentlich, wenn wir dieses Star Wars Layout dann wirklich mal realisieren, richtig, mit den Bodenplatten und so weiter und so fort, werden wir hier sicher auch was brauchen können. Ja, fürs Erste bleiben die jetzt mal hier drinnen. Da weiß ich jetzt nicht. Ja, die brauche ich so halt in der Stadt nicht, deswegen sind die auch eher fürs erste Mal uninteressant. So. Ich werde das dann alles wieder einräumen und wahrscheinlich nicht mehr wissen, wie das hineinging. Aber ich habe ja das Video, also kein Problem. Und dann haben wir hier unten noch auch alle möglichen Figurenzeug, was ich halt wirklich gar nicht brauchen kann, sind hier in diesem Sackerl, also wo ich mir denke, ich weiß nicht, wie die irgendwie in unsere Stadt passen sollten. Und hier drüben sind einige CMF von den letzten paar Serien. Die sind eigentlich ganz cool. Die habe ich hier unten gesammelt, weil, ja, wenn ich so eine brauche, nachher weiß ich wenigstens, wo sie zu finden sind. Ihr seht, unsere Friends-Figuren, sehr viele, die brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich, deswegen auch hier unten drinnen. Hier sind noch ein paar Sticker, da haben wir mal extra Stickerbögen bestellt, beziehungsweise dieses Set gekauft mit den extra Stickern. Habe ich auch schon ein paar verwendet, also die sind super. Da waren auch diese Schilder dabei und so weiter und so fort. Also das hat mir echt gut gefallen. Und was wir auch hier drinnen haben, ist die Sondermarke, die es mal gab, diese Lego-Marken. Die habe ich auch hier unten hineingegeben, weil wir die sonst sicher irgendwie verlieren und nie wieder wissen, wo die eigentlich waren. Gut, wir haben noch 2 Kästen vor uns, wobei da nicht mehr so megamäßig viel drinnen ist. Teilweise auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt, und das gehört eben auch zu den Minifigurenkästen jetzt mittlerweile dazu, die ganzen Tiere. Ihr seht hier, wir haben hier eher Wassertiere mit den Babydelfinen und Schildkröten. Dann haben wir hier Hunde und Babyenten. Sind auch nicht mehr so viele, aber immerhin noch ein paar. Dann haben wir hier Schafe und Eulen, wahrscheinlich weil die Schafe hier übergeschwappt sind. Dann haben wir hier Hasen, sehr viele Bienen. Wir haben auch ein paar Marienkäfer, noch ein paar Babykrokodile. Hier, das muss ich euch zeigen, weil sonst macht das keinen Sinn. Genau, das sind so Libellen drinnen. Schaut so aus. Genau, wie wenn die Libelle im Glas wäre. Und auch diese Luftballontiere habe ich hier hereingegeben. Dann haben wir hier die Großkatzen. Diese Korschenschilder, die passen irgendwie nicht dazu, aber egal, die sind auch da. Und dann haben wir noch Eichhörnchen, wir haben die Schweine, Babyschweine, Babykühe, Babyschafe, Hühner und so weiter und so fort. Und hier unsere Babys. Also ihr seht, wir hätten eigentlich einige Babys, die wir verbauen könnten. Aber ja, gerade noch nicht brauchen oder noch keine Idee haben, wie wir sie verbauen. Dann haben wir hier noch eine Schublade mit allen möglichen anderen Getier. Das heißt, ja, alles Mögliche, was es in letzter Zeit gegeben hat. Wir haben noch Giraffen hier, wir haben Eisbären, wir haben Haie, Krokodile, was auch, also wirklich alles Mögliche. Da haben wir auch noch nicht alles gebraucht, aber man weiß ja nie, vielleicht braucht man irgendwo mal noch einen Hai oder so. Mal schauen. Hier hinten haben wir unsere Fahrräder, alle möglichen verschiedenen. Da haben wir Mountainbikes und auch die normalen Räder in allen verschiedenen Farben. Wir haben hier Käse drinnen. Dann haben wir wieder so Absperr, keine Ahnung was, Fliesen. Hier sehr viele Kinderzeichnungen. Ja, ob wir jemals so viele brauchen, ich glaube, da hatte ich damals auch ein bisschen übertrieben im Legoland. Naja, das passiert manchmal. Dann kommen wir in die Holzabteilung. Hier haben wir die großen und die kleinen Holzfliesen. Dann haben wir solche Holzfliesen, die habe ich mal im Zoo verbaut.
Dann hier so runde mit den Nägeln drinnen und auch hier sind wieder diese Holzfliesen. Genau. Die habe ich mir einfach gekrallt, weil mir die so gut gefallen. Dann haben wir hier eine Schublade mit den Muppets. Wir haben hier noch ein paar von den Videofiguren und hier hinten haben wir die, wie haben die geheißen? Die Looney Tunes, genau, die Looney Tunes Figuren. Die haben wir überhaupt, glaube ich, noch gar nicht in der Stadt platziert, einfach weil wir nicht wissen, wo wir die hingeben sollen. Aber gut, es wird uns schon noch mal was einfallen und dann wird es wunderbar. Hier ist noch eine Schublade. Ja, das sind für mich halt eher die nicht so supernen Figuren. Kann man auch brauchen. Also wie gesagt, wenn man einen Gauner braucht oder einen Arbeiter braucht, ist hier die perfekte Schublade. Aber es sind halt nicht die Figuren, die was ich sehr oft verbaue. Deswegen sind die mal hier drinnen. Sie wäre eigentlich ganz nett. Naja, auf jeden Fall, da muss man halt ein bisschen durchkramen und dann findet man aber sicher auch irgendetwas, was einem gefällt. Und manchmal braucht man ja auch einen Gauner. Gut, jetzt kommt noch mit zum letzten Figurenkasten. Ich muss das dann wirklich wieder einräumen, sonst trägt sich Christoph wieder auf. Und dann haben wir wieder den Tee oder Kaffee. Wir sind jetzt hier beim allerletzten Kasten hier herüben bei den Figurensachen. Und hier ist auch sehr viel, was wir eigentlich ja, uns im Legoland geschnappt haben. Wie ihr seht, ich nehme das mal raus, dann kommen wir ein bisschen besser dazu, sind hier so Landkarten, wo der Schatz markiert ist. Hier diese gestreiften Fliesen, solche Astronauten-Cookies. Dann haben wir hier auch so Art Kekse oder sowas mit einem Hasen drauf. Hier die Schlittschuh-Werbung. Hier ein paar Fenster, die was man im Fensterrahmen so reinklipsen kann. Bin ich auch sehr ein großer Fan davon. Hier diese Fahrradfliesen, wobei wir keine Fliesen einfach nur ohne dem Fahrrad haben in der gleichen Farbe. Das ist ein bisschen mau, deswegen sind ja auch so viele hier noch drinnen. Ein paar Türen, wo man Katzenklappen auch dabei hat. Ein paar Feuerteile sind hier unten drinnen. Das sind diese großen Feuerteile. Und dann haben wir hier noch, das sieht man jetzt nicht, weil sich die genau umgedreht haben, dieses Lego-Set, Café Corona. Dann noch die Fliese mit Missing Cat, auch noch ein Wandbild mit einem Schiff drauf, da haben wir einige genommen. Hat uns so gut gefallen. Werden wir das jemals alles brauchen? Ich weiß es nicht. Aber manchmal ist man dann so im Fieber und denkt sich so, oh mein Gott, die ist einfach so cool, die Fliese, die brauchen wir sicher ganz oft. Und dann, ja. Ich hoffe, ihr kennt das auch und es geht nicht nur mir so. Hier ist bis jetzt noch leer, aber ich denke mir, das wird sich sicher auch noch füllen, denke ich, fürchte ich. Dann haben wir hier noch einen Krimskrams aus einem Adventkalender, schätze ich. Das hat sicher Christoph wieder eingeräumt. Und hier unten ist auch noch leer. Ihr seht ein paar Schachteln. Auch das, glaube ich, wird sich noch füllen. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher, denn es kommen ja immer wieder tolle neue Teile raus, die man dann für die Figuren gut gebrauchen kann. So, ich drehe das jetzt wieder um, damit ihr mich auch seht. Genau. Ist ja alles gar nicht so einfach. Und ich glaube, das Licht schalten wir auch wieder aus, sonst ist es doch ein bisschen hell. Genau. Ja, ich hoffe, es hat euch der Überblick gefallen. Es ist gar nicht so einfach, das alles in ein Video zu packen. Also sorry dafür, dass es ein bisschen lang geworden ist. Aber ja, ich habe versucht, so detailmäßig wie möglich und doch so schnell wie möglich zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht konnte ich euch inspirieren, dass ihr auch eure Teile ein bisschen sortiert. Es ist viel Arbeit, aber wenn man es dann sortiert hat, ist es schon sehr praktisch, muss ich sagen. Und ja, man findet halt die Sachen schon ein bisschen schneller dann auch. In dem Sinne, macht's es gut. Ich habe mir jetzt, glaube ich, einen Kaffee verdient. Nach so viel Reden, finde ich, gehört jetzt mal eine Pause her. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder, vielleicht im neuen Star Wars Bereich, vielleicht, keine Ahnung was, steht da nur das Set dort, also mehr ist da ja noch nicht, aber vielleicht bekommen wir bald Platten und dann geht es da auch weiter und sonst, glaube ich, findet sich auch irgendwo was, wo man noch was machen kann.
Also macht es gut und dann sehen wir uns bald wieder in Wild City oder im Legoland oder wo auch immer. Bis bald. Tschüss.